Detroitness is toughness and it's a fierceness. I think if you're lame, if you produce music that's lame or you don't bring it 200%, you have no business doing Detroit music. It's got to be like really all in or fuck off, you know. Detroit ist zäh und heftig. Wenn du Musik machst, die lahm ist, hast du in Detroit nichts zu suchen. Ganz egal, ob es Techno ist oder Rock'n'Roll. It doesn't matter what it is, whether it's techno or rock and roll, whether it's the Stooges or underground resistance, you know, it's gotta kick at you. It kind of helps kind of free your mind. Your ass follows, as George Clinton said. It's very direct, it's very like basic and fundamental and human. Musik aus Detroit ist sehr elementar und menschlich. Detroit Enterprise. Feature von Sebastian Meissner. Walter nimmt mich mit auf einen Trip durch Detroit. Mit seinen neuen VW-Käfer wollen wir die Westside der Stadt erkunden. Walter Wasatch habe ich 2006 kennengelernt, als ich beim Movement aufgetreten bin, einem Detroiter Techno-Festival. Er ist Musiker, Journalist und Chronist des Strukturwandels der Stadt. Obwohl Walter aus Hamtramck stammt, einer Kleinstadt nebendran, kennt er Detroit und seine Musikgeschichte wie kaum ein anderer. You know, there's so much of this city, so much of Detroit that's really cool. It looks great, you know. Oh shit, it's all empty. Yep, empty. Look at this apartment over here, how nice it looks. I'm sure that's abandoned to the right. Detroit hat viele coole Orte. Sieh mal, das hier steht alles leer. Diese Häuser haben echtes Flair. Wow, this would be worth to record. Dieses Haus hier könnte man noch instand setzen. Yeah. Yeah. Beautiful. So how is this neighborhood called? Right now, it's just the west side. This is the west side. So this kind of area right here, is it considered as a dangerous neighborhood? Gilt dieses Viertel hier als gefährlich, weil so viel leer steht? Abandoned, because I see here it's like something like 70% of the houses are here abandoned. Right. I mean, Yeah. Most Detroiters are moving out of neighborhoods like this. Die meisten Detroiter ziehen aus solchen Vierteln weg. Dabei gibt es eigentlich keinen Grund dafür. But there's no reason why you shouldn't. I'm almost entirely black. This is all black. Das hier ist ein Viertel, in dem nur Afroamerikaner wohnen. People point to 1967 and the riot is like that's when everything started to fall apart. It was not true. There's a lot of people. Viele sagen, dass die Rassenunruhen von 1967 für den urbanen Zerfall verantwortlich sind, aber das ist nicht wahr. Denn viele tausend Detroiter verließen dieses Viertel schon davor. They began leaving in the thousands every year. If you were to meet somebody from the suburbs and say, you know, my friend Walter drove me around the west side, they would think you were crazy to do it. Oh yeah. The east side is worse than this. East side is worse? Yeah. This is Menjo's, one of the clubs. Oh yeah. One of the gay clubs. Yeah, right here. There's no name on it. And then Bookie's was, the punk club was there, that parking lot. I DJ'd there in 79 or something, just punk record. There and another place in Hamtramck called Lily's. Da vorne war Bookie's, einer der Clubs, in dem ich Ende der 70er Jahre Platten aufgelegt habe. It was, you know, really a cool spot. Hello? Hi Gary, this is Sebastian. Hi Sebastian. We are here at the corner Garfield Allen in front of the Lions Den, and we couldn't find your number. There's one side that's pretty residential, full of houses. Okay, I see you. Just see you guys. Okay. Waving. Okay. Hello Gary, Sebastian. Hello Sebastian, nice to meet you. I'm Walter. Here. Walter. Nice to meet you, Gary. So what are we doing? What are we doing? So, was wollen wir eigentlich machen? What you doing actually? Ich möchte von dir erfahren, was du alles aus diesem demontierten Holz machst. Es klingt so poetisch, aus verfallenen Häusern Gitarren zu bauen. It's just so poetic itself, like, you know, doing guitars out of houses. I mean, I'll show you the workshop. Like when they come, they were just tongue and grooved floorboards came right out of a house. It's really pretty cool because
On a lot of them, you can still see the milling marks on the backside. Wow. I mean, is this something that the majority of Detroit houses are built of? Yeah, because the houses they're taking. Die Häuser, die abgerissen werden, wurden vor ca. 100 Jahren erbaut. Und so wurde damals der Bodenbelag gefertigt. Back then, yeah, this is how flooring was done. The cool thing when I started doing this, wasn't sure it was going to sound very. Ich war mir nicht sicher, ob das Holz gut klingen würde, aber als ich die Arbeit an meiner ersten Ukulele beendet hatte und sie endlich spielen konnte, war ich sehr angetan. Like a 100-year-old Koa ukulele, which is sort of the gold standard for ukuleles. It's a great find for an instrument. Das ist ein toller Fund für einen Instrumentenbauer, denn durch sein Alter hat es Holz gelernt zu schwingen. And as a result, what seems to happen is that it has learned how to vibrate. Okay. There's a lot of excitement about Detroit rising from the ashes. People want to be a part of it. Es gibt viel Begeisterung über die Auferstehung Detroits. Die Leute wollen Teil davon sein. Ich denke, deshalb mögen sie meine Arbeit. This is available. They get pretty excited about it. Cool. Have you heard about that? About what? Well, some of the. Habt ihr das schon gelesen? Einige Pensionskassen wollen, dass die Stadt Detroit Kunstwerke aus dem bedeutendsten Museum der Stadt verkauft, um dadurch die Pensionen zu finanzieren. Ouch. That would be a huge loss of culture. Yeah. How about if we record something? Sollen wir etwas aufnehmen? Detroit has definitely passed its bottom. It's rising up again. I don't think it's going to look the same, but Detroit hat seinen Tiefpunkt definitiv überwunden. Es ist gerade eine spannende Zeit hier, in der viel passiert. To be living here and to see what's going on. Fahrräder boomen in Detroit. Wer hätte gedacht, dass die Motor City, die über Jahrzehnte Standort der 3 größten amerikanischen Automobilkonzerne war, mal eine Bike City werden würde? Bei meinem letzten Besuch in der Stadt habe ich Zack Paschak kennengelernt. Er kommt aus Kanada und hat in Detroit eine Fahrradfabrik eröffnet. Detroit Bikes heißen seine Räder. Zack war so nett, mir eins seiner Fahrräder auszuleihen. Und das werde ich mal jetzt auf Detroit Straßen testen. Gleich werde ich die Woodward Avenue in Richtung Downtown herunterfahren. Ganz früher war das ein Indianerpfad. Heute ist es Detroits längste Straße. Die Hauptader, die die Stadt in die Westside und in die Eastside unterteilt. So, und jetzt mal aufs Fahrrad drauf. So, here I go. On a bike to Detroit. Aloha. Ausgebrannte Imbiss. Und der 53er Woodward Bus, der nach Norden fährt. Metropolitan United Methodist Church mit Telefonnummer. Ja, die ist noch intakt. Hier wird noch gebetet. So, hier im Detroit Historical Museum haben wir Kid Rock Music Lab. Na, das ist eine derbe Niederlage. Kid Rock in einem Museum. Immer schön Richtung Downtown entlang der Woodward. Teilweise ganz schön viele Schlaglöcher hat, dass das Fahrrad nicht unbedingt geeignet ist. Ein Mountainbike wäre hier eher angesagt. Autsch! Schlaglöchern lieber ausweichen. What is techno? Some kind of filters on. Well, I don't know. From our minds to yours. First heard techno, it sounded so abstract to me. It was later on that I caught up to it. I was definitely hooked on that
Underground Resistance is, I don't think there's any question, it's the strongest Detroit Techno brand. Als ich das erste Mal Techno hörte, klang das sehr abstrakt. Erst später kam ich drauf. Ich denke, Underground Resistance ist ohne Frage die größte Techno-Marke aus Detroit. Viele fühlen sich von diesem Rebellen-Image angezogen. Böse Jungs, auf die die Mädchen immer stehen, Künstler, die gegen das System sind, in der Tiefe ihres Herzens jedoch gut und ehrlich. Das zeigt auch das soziale Engagement von Underground Resistance. Und das wäre? Sie setzen sich für Bildung ein und ein sicheres Umfeld für Kids aus Detroit. Sie unterstützen die afroamerikanische Community. Sie thematisieren Kriminalität und Lebensqualität, so wie es eben zugeht in der Stadt. Aber lass uns doch bitte ehrlich sein. Das war nicht die Botschaft, die Anfang der 90er Jahre auf ihren Veröffentlichungen zum Vorschein kam. Damals hieß es einfach Untergrund und Widerstand. Gegen was, war ich mir aber wirklich nie sicher. Okay, all right. Maybe I'm a white guy over intellectualizing, but this is the message that they will tell you now. But yes, I think it's okay, vielleicht überintellektualisiere ich das. Es ging um Rebellion und darum, im Untergrund zu bleiben. Mike Banks hat sich immer mit einem Halstuch maskiert und schaute wie ein Bandit aus dem Wilden Westen aus oder wie ein schwarzer Revolutionär. But what you say is right. There was no coherent message. There was no some political manifesto or anything like that. In 1990, 91, 91 sah man in den 3 Typen von Underground Resistance das schwarze Pendant zur deutschen Gruppe Kraftwerk. Underground Resistance to be sort of the new Kraftwerk. There's 3 black dudes from Detroit who are going to, be sort of the parallel to, the white German dudes. You want me to take it in the back, the bike, or? Gleich bringe ich Zack sein Fahrrad zurück. Auf Detroit-Straßen taugt es ja nicht besonders. Ich nehme dann lieber Walters Fahrrad. Das hat eine Federung und breitere Reifen. Zack hat sich ein tolles Haus im einst noblen Boston Edison District gekauft. Es hat mal einen Damenkorsettfabrikanten aus Deutschland gehört. Gleich nebendran ist die Villa des ehemaligen Soul Kings und Motown-Besitzers Barry Gordy. Sie steht jetzt zum Verkauf. So what was the thing that convinced you about Detroit? It was people I met. They were so enthusiastic and there was just this sense that something was about to happen here. And it has and still is happening. Was hat dich an Detroit überzeugt? Das waren die Menschen und der Enthusiasmus hier. Als ob gleich etwas passieren würde. Die Stadt wird ja oft als perfekter Ort für Künstler gesehen. It takes a lot of government money if you want to have a bunch of artists. But I don't think that's really what's the story here. I think that people were trying to find a narrative, so they developed this artist story. Du brauchst viele Fördergelder, um eine Stadt nur durch Künstler am Laufen zu halten. Die Leute haben nach einer guten Geschichte für Detroit gesucht und die Künstler gefunden. It kind of dawned on me more clearly the other day that it's mostly about race. Yeah. I think what's happened in Detroit. It's the white people who all fled and left to the suburbs, their kids are moving back into town now. And black people and white people are getting along in Detroit for the first time. Doch ich denke, in Wirklichkeit geht es um etwas ganz anderes. Die Kinder der einst in die Vororte Detroits geflohenen Weißen kehren heute in die Stadt zurück. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt kommen Weiße und Schwarze gut miteinander aus. I mean, when you just look at Detroit as an isolated place, it looks like, oh, the jobs left, so then people were unemployed. That's not what happened. What happened is 1 million people left and went to the suburbs. That's what made Detroit messed up. Bei Detroit denkt man immer nur an die Jobverluste in der Autoindustrie und die hohe Arbeitslosigkeit. Aber was wirklich geschah, ist, dass über 1 Million Detroiter aus der Stadt geflohen sind. In den höchst wohlhabenden Vorstädten um Detroit herum wohnen heute 4 Millionen Menschen und dort ist alles bestens. Nur das Stadtzentrum ist verlassen. Denkst du, diese Leute können die Stadt retten? Was die Stadt retten würde, sind 500.000 Menschen mehr. Ich würde Detroit mit den Vorstädten fusionieren, eine Super City daraus machen, damit alle Steuern in eine Kasse fließen. Das wäre die Antwort. That's the answer. This whole save the city thing is a crazy thing too. That was one of the things. Dieses ganze Rettet Detroit-Gerede ist genauso verrückt. Ich mag diese positive Naivität, die Menschen mobilisiert und sie denken lässt, sie könnten die Welt verändern.
Und es hilft wirklich. Es fängt an mit ein paar tapferen Jugendlichen, die Stadt gewinnt an Attraktivität und dann kommen andere Interessenten dazu. Sie hängen sich ebenfalls an diesen Rettet Detroit-Slogan dran. Für sie ist es nur eine Verkaufsstrategie, die sie an die Leute zurückvermarkten. Trying to market that back to those people and then other people. But at the end of the day, all of it is positive because Aber unterm Strich bedeutet all das positive Aktivität für die Stadt. Die Leute ziehen hierher. Die Preise für Häuser steigen. House prices are going up. Yeah. Shall we move or not? Yeah, okay. So, und jetzt in die Fahrradfabrik. Testing those new white ones? Yeah, we're just start testing. This is our prototype here. We're doing all the testing on it. As far as, color and as far as... But the shape is... Hier testen wir die Prototypen der Detroit-Fahrräder. You know about all the biking that's going around Detroit right now? A little bit, I was in the hub. You're hanging out with the hub people. Okay. And, have you heard of Slow Roll? Slow Roll? No, I don't think so. Do you have plans to see? Hast du schon von Slow Roll gehört? Ich und ein paar andere Radfahrer treffen uns jeden Montag. Und dann fahren wir quer durch die Stadt. Letztes Jahr kamen da mal 1700 Leute zusammen. Like 1,700 people, one of our busier nights. Really? Yeah. I got a flyer right now. Wow. 1,700 people on the bikes, just all together. All on bikes, yeah. Holy moly, that's fantastic. Wow. So it's today? Today, yeah. And you meet... Today we're meeting at Old Shillelagh. Wir treffen uns heute um 6:30 in Greektown. Greektown. We meet there like 6:30 and we all leave at like 7 o'clock. Okay, sounds like a great suggestion. Yes, sir. Slow Roll is a communal bicycle party that was started by a couple of guys. Slow Roll ist eine rollende Bike-Party, die vor 2 Jahren startete. Hunderte von Radfahrern ziehen nicht nur durch die schönen, gentrifizierten Gegenden, sondern quer durch die East Side und West Side, also Viertel, die größtenteils verwahrlost sind. East Side, West Side, these are neighborhoods that are just devastated, and these guys will take people everywhere. Man, Walter, I really don't understand. I'm just coming from this Zach guy. Weißt du, Walter, was ich nicht verstehe? Dieser Typ Zach baut Fahrräder in seiner Fabrik, die, wie ich finde, für Detroit gar nicht geeignet sind, aber sogar nach der Stadt benannt werden. Zach erzählte mir auch, dass er vorher nicht einmal ein eigenes Fahrrad besessen hätte. Und trotzdem betreibt er eine Fahrradfabrik. You understand that? I think it's just Detroit is like this land of opportunity for some, where they think there's a need for bicycles. Detroit ist heute das Land der Geschäftsmöglichkeiten. Einige Entrepreneure denken, dass sie hier in Detroit Zelte aufschlagen und durch niedrige Betriebskosten billig Fahrräder herstellen können, die sie dann in Städten wie New York vermarkten. We can set up shop here more cheaply, more affordably, create a product that we can sell. Es ist die Kraft des Brandings und Detroit ist zurzeit eine heiße Marke. The brand is so important to this, and the Detroit brand is pretty hot right now, and likely to stay hot. It's one of those. I thought that for most people. Und ich dachte, Detroit wird als die Müllhalde der USA angesehen. Das neue Narrativ behauptet, dass Detroit die coolste Stadt in den USA ist. Die Designer übernehmen es von den Künstlern. Für all dies waren The Stooges und Underground Resistance die Wegbereiter. Built on the back of, the Stooges and Underground Resistance. Und jetzt zu meinem Date mit John Collins von Underground Resistance. Wir treffen uns bei Submerge auf dem East Grand Boulevard. Es ist die Residenz, Brut- und Arbeitsstätte von Underground Resistance, inklusive Studios und Plattenladen. No appointment, no entry steht hier auf der Tür. Na Gott sei Dank habe ich ein Appointment. Für viele sind das hier absolut heilige Hallen.
Auf den ersten Blick wirkt der Hauptraum in Submerge wie ein Museum. Gepflegter Holzboden und dann all diese Glasvitrinen voller Gegenstände, die scheinbar alle etwas mit der Geschichte von Underground Resistance zu tun haben. Fotos, Zeitungsausschnitte, Plattencover, Musikinstrumente. Einige Objekte geben aber auch Rätsel auf. Was macht zum Beispiel das Matchbox-Auto eines Rennwagens in der Vitrine? Was macht bitte das Bild eines mit einem Gewehr bewaffneten Indianers? Und was macht Star Trek Merchandising dort? Hello, John. John, you over there? Yeah? I've seen people get really, really, really moved when they walk in this building. And I've seen people start crying. Oh, yeah. There was one guy here, it was a couple of years ago, he was up against the wall. Ich habe viele gesehen, die sichtlich bewegt waren, als sie uns hier bei Submerge besucht haben. Standing like this. He was like, I can't believe I'm here. He was like overcome with emotion. Vor ein paar Jahren stand ein Typ nur so an der Wand und flüsterte, ich kann nicht fassen, dass ich hier bin. Für mich ist es sehr bewegend zu sehen, wie sehr Detroit Techno geliebt wird. It is. So this is like Mecca to a lot of people. Für einige ist dieser Ort das Mekka. People come here and spend their vacations and they come here just to come to this place. It's a very overwhelming experience. Where do you see the city today? There's a lot going on in Detroit. A lot of very positive things happening. Es passieren viele positive Dinge in Detroit. Aber die Medien zeigen immer nur, wie heruntergekommen die Stadt ist. Completely run down. And it's not true. But there's a lot more to Detroit than the Packard plant and that damn train station. But you know, like early on, in den frühen Tagen des Techno haben viele DJs gerne vor Detroits Ruinen posiert. Aber das diente der Inspiration. Gleichzeitig sollte es bedeuten, dass die Zukunft bessere Zeiten bringen wird. But at the same time, it was telling another story that the music is saying that in the future we will come together and things will get better, which they are. Sort of reminds you of Star Trek. That's why you see Star Trek in one of those cases out there. I don't know if you're a Trekkie or not. They got along with das erinnert mich an Star Trek. Ich weiß ja nicht, ob du ein Trekkie bist. Eher weniger. Dort kommen alle möglichen Aliens miteinander klar. Auch im Techno-Club kommen die Leute zusammen. My only concern is, do you know what gentrification is? Meine einzige Sorge ist, weißt du, was Gentrifizierung ist? Sie erhöhen die Mieten, sodass nur noch Weiße sie sich leisten können. Und setzen sogar Senioren auf die Straße. Was könnte die Rolle von Submerge in einem Detroit der Zukunft sein? Natürlich freut man sich über Anerkennung, aber das ist eben die Underground Resistance Philosophie. It's the underground resistance philosophy. What is the underground resistance? Being underground. Im Untergrund bleiben. Being underground. Just by being underground. Being underground, yes. How does this building relate to the neighborhood? It's interesting because Motown's down the street. Gleich um die Ecke ist Motown. Und wir folgen deren Geschäftsmodell, alles im gleichen Haus zu machen. Wir sind nur eine kleine Firma und machen alles selbst. Wie eine Familie. We have roles, but it's cool, it's a family, you know? Yeah, that's how it feels. Exactly. And we go out to eat together. That's our favorite thing. Yeah. Well, we have a good time. And listen to Mike Banks' stories. To Mike Banks' stories. Am liebsten essen wir zusammen und hören Mike Banks Geschichten zu. Yeah, he's something else. Hey, Mike. Ah, da ist Mike. How's Mike gonna see if we come in? Well, maybe I will have one day. Let me see if I can get him in here. So don't get assaulted. Absolutely not. I'll take it as a man. Sebastian, this is Mike. Hello. Hey, how you doing, man? Hey. Nice to meet you. So you're the soul of the house? Yeah. Or there's a I keep the house. Running. There's a lot of soul here. Yeah. Oh, das war aber eben echt eine Überraschung. Während ich noch mit John Collins sprach, kam Mike Banks dazu. 2 Stunden habe ich mit Mad Mike, wie er sich nennt, geplaudert. Über Synthesizer, Gentrifikation und über seine Zeit, als er ein Teil der illegalen Autorennszene in Detroit war. Mike trug ein Snoopy-T-Shirt und sah durchtrainiert aus. Leider durfte ich keine Tonaufnahmen machen. Naja, wen wundert's? Mike hat jahrzehntelang sein Gesicht nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Wir haben uns zu einem anderen Zeitpunkt verabredet. Dann darf ich ein amtliches Interview mit ihm führen. You couldn't walk, you had to run. John's
John Carpets House und Pete's Place gibt es schon seit Jahren. Die Typen sind alte Bluesmusiker und Promoter. Sie veranstalten ein riesiges Blues-Picknick, wo bis zu 1000 Besucher zusammenkommen. All das passiert in einer Nachbarschaft, die fast komplett verschwunden ist. These are urban forests, essentially. A neighborhood that's just gone back to nature. Hey! Give a hand for the band, y'all. I want to thank them for letting me sing with them tonight. So, I mean, what kind of a scene is this? I mean, I guess... It's a black tradition, okay? I started playing the harmonica. John Lee Hooker taught me how to play because of situations like that, where people just come in, gather around, and the guys just start jamming. Just blues guys, because they bring your chair, bring your... Das ist eine schwarze Tradition. What you call it? We call it the field. John Lee Hooker hat mir bei so einer Gelegenheit Mundharmonika beigebracht. Bluesmusiker kommen zusammen und jammen. Bring einen Stuhl und etwas zu trinken mit. Und dann entspann dich einfach. But it seems like it's a little bit more than just a concert, because like people are coming, they're playing cards. It's just like a really hangout. Oh, it's not a concert. It's no. It's a tradition. You said you'll be gentle with me, and I hope you will. So what do you think about the Und was haltet ihr von all diesen Typen, die jetzt in der Stadt Techno machen? What I think about that techno, remember when disco came in? That techno was like disco. It put people out of work. Techno ist wie Disco. Es hat Live-Musiker arbeitslos gemacht. The machines, yeah. Aber Detroit hat Techno erfunden. Und in gewisser Weise bezieht es sich auf den gleichen Groove, den schon Berry Gordy Motown verpasst hat. Blues, soul, disco, techno, like a evolution. In a way, because Berry Gordy put a groove on everything. So techno incorporated all these grooves and sampled them, and it will drive you insane. And they love it. So I guess it's here to stay. Show us some love. My Kush side. Show us some love. Kush side. Good job, y'all. Yeah, y'all give it up for Wanda. Good job, Wanda. You know, we're trying to give a lot of people a break. In a little tent, oh, and just like the river I've been running. Downtown Detroit, ganz in der Nähe des Hart Plaza, werden jetzt schon die Bühnen für das Movement Festival aufgebaut. Das Festival elektronischer Musikgenres findet jährlich für 3 Tage statt. Früher war es umsonst, mit angeblich 1,5 Millionen Menschen, die aus der ganzen Welt hierher kamen. Jetzt kostet ein Tagesticket $55. Und dieses Jahr werden etwa 100.000 Besucher erwartet. An einigen Hochhäusern direkt am Hart Plaza wurden Außenlautsprecher angebracht. Soulmusik erklingt daraus. Schick. Gleich treffe ich Maurice Hurt oder auch Piranha Head. Der hat schon mit Detroit-Legende Kenny Dixon Jr. aka Moody Man getourt. Eigentlich spielt er Gitarre, aber macht auch elektronische Musik oder bringt als DJ Detroit zum Tanzen. Wir treffen uns im Lafayette Coney Island. Das ist so ein traditioneller Diner. Naja, einige sagen Fastfood mit Soul. Music saved my ass from the streets, bro. I'm from the east side of Detroit. When I say drug cartels, I'm talking about motherfuckers 13, 14 years old with $1,000 in their pocket made from slinging crack. In the 80s, that shit was on you. Those of us who chose to make Musik hat meinen Arsch gerettet. Ich bin aus dem Osten der Stadt, wo 13-Jährige mit Tausenden von Dollars herumrennen, die sie mit dem Dealen von Crack verdient haben. It was just our way to make music. Like, I'll be honest, music started getting separated and fucked up. When, and I don't want you to take this wrong, when Europe started overanalyzing American black music. Oh yeah? Oh, that's interesting. Die damals angefangen haben, Musik zu machen, sind die heute nicht im Knast sitzen. Um ehrlich zu sein, Techno ging den Bach runter, als die Europäer anfingen, afroamerikanische Musik völlig überzuinterpretieren. Yes, coffee? Black.
Hat Techno je eine afroamerikanische Identität besessen? Für mich auf jeden Fall. Auch wenn es nicht aus den Ghettos von Detroit kam. Wir haben den Scheiß nur noch schneller gemacht. Auf der Westside gingen die Kids auf bessere Schulen und vor den abgewrackten Häusern der Eastside lungerten Kids bis spät in die Nacht, um sich die Birne voll zu hauen. And when you got over to the east side, where, you know, motherfuckers running the streets late at night, getting fucked up and all of that. My daddy worked at Mein Vater hat nur geschuftet und getrunken. Die Eltern von Derek May und Juan Atkins dagegen hatten Träume für ihre Kinder, wollten sie aufs College schicken. Für mich hieß es mit 18, such dir einen Job. Who thought about where they might go to college, like they had plans for them. For me, it was just after you get 18, get a job, nigga. You know what I mean? Get a job. When Moody first took me over to Germany, man, I expected everybody to look like Karl Bartos. And how was it? It was like regular people. You know what I mean? Als Moody mich das erste Mal mit nach Deutschland nahm, dachte ich, alle dort sehen aus wie Karl Bartos von Kraftwerk. Und es waren normale Menschen. Wo siehst du Detroit heute? Detroit right now? Yeah. It's a less black Detroit. Das Detroit von heute ist weniger schwarz. Früher, das war eine andere Stadt. Sie war roh, sie wurde gefürchtet. Und heute kommen Leute nach Detroit. Alles ist aufgeräumt. Du kannst im Winter Schlittschuh laufen. Property is cheap. People are coming. You have things cleaned up. You got campus marshes. It's so great. You can go ice skating in the wintertime. Oh my God. Woo! But you know what you missed? You know what you're missing? Black people don't ice skate. Aber ist dir was aufgefallen? Schwarze laufen nicht Schlittschuh. Wir fahren auf Rollschuhen. Aber siehst du hier Rollschuhbahnen? Also bist du automatisch ausgegrenzt. I don't see no roller skating rink down there in the summertime. Yep. Automatically, you're excluded. Well, you have to learn, or you can try to participate in this. No, man, I don't want to be on nothing cold, brother. Oder du lernst es einfach. Nee, das ist mir viel zu kalt. Yeah, I've tried it. It's not. I'm sorry. Everything good with you? I mean. Wow, was für ein Zufall. Maurice hat seinen alten Kumpel getroffen, mit dem er früher Musik gemacht hat. Und heute ist auch noch sein Geburtstag. Wow. All right, man. Welcome to Detroit. Today's I'm 49 today, baby. Happy birthday, man. You know, when it comes down to black music, our understanding of it is not an external thing. It's like here, when I was growing up in Chicago area, right. Blues was all the older men. Als ich damals in Chicago aufwuchs, haben wir Blues gehasst, weil es die Älteren gehört haben. Deshalb mochten wir P-Funk, weil es anders war. But it was another type of blues. There it is. George Clinton, guess what? These niggas got a spaceship. They could take us away from here, man. Aber in Wirklichkeit war es nur eine andere Spielart des Blues. Und George Clinton hatte ein Raumschiff, das uns fortbringen sollte. But guys, you mentioned something very important. I mean, this thing of the black people getting away, like Aber wartet mal, das ist ja ganz ähnlich wie bei Sandra und Drexciya. Woher kommt dieser Gedanke? Black people going underwater. But how would you explain that? Where does this shit coming from? It's a release. Es ist eine Befreiung von der Kolonialisierung der Europäer. European colonization. We live in a country that was colonized by Europeans and who were oppressed. This is not something like a religious. Also so ähnlich wie im Gospel. Ganz genau. You can go away, you know. Here, check this out. Christianity. This is what slave master did. Listen, I'm going to oppress you. I'm going to beat the fuck out of you. I'm going to rape your women. Yeah. And you're going to have take your history away from you. Take history away from you. And here's Christianity. Yeah. You'll die, and then when you die, you go off and you have everything. That's the same thing they tell the terrorists over in the Middle East. Der Sklavenhalter hat uns unterdrückt, uns geschlagen, unsere Frauen vergewaltigt und unsere Geschichte genommen. Und dann hat er gesagt, hier ist das Christentum. Erst nach dem Tod könnt ihr alles haben. Das sind die gleichen Versprechungen wie bei den Terroristen im Nahen Osten. But I'm a journalist, man. I've been a journalist for fucking 32 years now. Yeah. And there's always good and bad to everything. I am not a different species. I hate the term race. That's a racist. Oh man, finally. Ich bin keine andere Spezies. Ich hasse den Begriff Rasse. First one gets to the egg. Check that one out. That's the bomb. Boosie never released a bad album. You got love what Prince said. Quit trying to celebrate our differences. Let's celebrate our similarities. We're all human beings. Und ich liebe, was Prince gesagt hat. Lass uns aufhören, unsere Unterschiede zu zelebrieren und stattdessen unsere Gemeinsamkeiten feiern. Am nächsten Tag besuche ich mit Walter und einem anderen Freund das Heidelberg-Projekt. The Heidelberg Project is an installation in a neighborhood in Detroit, on the east side of Detroit.
Das Heidelberg-Projekt in der Eastside ist das Werk des Künstlers Tyree Guyton, der seit 20 Jahren eine alte Detroiter Nachbarschaft in sowas wie ein Freiluftmuseum mit bunten Kunstobjekten verwandelt hat. Where his family lived on Heidelberg Street into a kind of a living museum of colorful objects. There are stuffed animals. Stofftiere und Schuhe sind an Häusern und Bäumen befestigt, was Leben in die heruntergekommene Nachbarschaft gebracht hat. It brings life to the neighborhood amid all this, blight around there. And again, it's another neighborhood where there's, very few houses. I mean, this is black Detroit here. I was here for a party. They had like a fundraiser. I mean, they've had fundraisers. UR has, DJ'd. DJs have played fundraisers here. So what happens today? You got the yuppies moving in. Isn't it amazing? All the yuppies are. Isn't it? Isn't that crazy? It's crazy. It is crazy. I've never seen so many, well-dressed young white people here. Hey, ist das nicht verrückt? All die jungen, gut gekleideten Weißen jetzt hier? It's time to move on. It's gentrified. That's right. Unglaublich. Vor unserer Nase joggen 5 junge weiße Frauen mit strahlenden Lächeln und sportlich knappe Bekleidung, als ob dies der Central Park in New York wäre. Uns ist allen die Kinnlade runtergefallen. This is it. Capture the moment. Halte diesen Moment fest. Capture the moment. The joggers have, Da, die Hipster-Joggers. Das ist ja wie im Woody Allen-Film. Die Hipster sind hier. This would have been, you would not see this like 5 years ago. Ich frage Walter, ob die ganzen Kunstprojekte in der Stadt wie das Heidelberg-Projekt hier die Viertel nicht nur aufwerten, sondern auch zu mehr Sicherheit auf den Straßen beitragen, was Walter eindeutig bejaht. Er hält es für die sonnige Seite der Gentrifizierung. Mike Banks fand die neu dazugezogenen Künstler eher weltfremd. Für ihn sind es naive Hippies, die nichts mit der Realität der Stadt zu tun haben. Mike Banks is a product of his place and time. He's a Detroit black man. Mike Banks ist ein Produkt seiner Zeit und Umgebung. Er ist ein schwarzer Detroiter. Er wuchs auf in einer Stadt mit Kindern aus zerrütteten Familienverhältnissen, beschissenen Schulen, Menschen mit zahlreichen psychischen und physischen Erkrankungen, Fettleibigkeit. Mike ist ein Produkt dieser Welt und seine Antwort darauf war Underground Resistance. A message of rebellion and resistance and staying underground was all part of that. In einer Ausstellungsvitrine bei Submerge habe ich ein Buch mit dem Titel Hoffnungslosigkeit friert die Zeit eingefunden. Ich finde das so symbolisch für Detroit und Menschen wie Mike Banks hier. In dieser depressiven Stimmung kriecht die Zeit nur so vor sich hin. Ja, Mike hat sich nicht weit von seiner Vergangenheit entfernt. Ich treffe mich jetzt mit jemandem, der all diesen Gentrifizierungsversuchen in Detroit etwas entgegensetzen will. Scott Kurashige lehrt Geschichte an der University of Michigan. Er ist Schüler und Biograf von Grace Lee Boggs, die eine Ikone der Detroiter Bürgerrechtsbewegung, Feministin, Revolutionärin und Begründerin des Jugendprogramms Detroit Summer ist. Grace Lee Boggs ist 99 Jahre alt und in Detroit tief verwurzelt. Scott holt mich beim Walter in Hamtramck ab und wir gehen ins Royal Kebab, einem der besten Orte für arabische Küche in Detroit. So, I think this is kind of the extreme form of neoliberalism, where the capitalists literally control everything. So, they're replacing the planning department with a quasi-private agency that will do that work. They're beyond just outsourcing the trash pickup. Wir leben in einer extremen Form des Neoliberalismus, in dem Kapitalisten alles um uns herum beherrschen. Sie ersetzen die Stadtplanungsbehörde durch eine quasi private Agentur. Kennst du diesen John Hans? Ist das nicht der Typ, der all das Land hier gekauft hat? I mean, look at this. Did you hear this John Hans guy? I don't think so. Well, urban farming is very cool. All these farms, gardens are nice, but what you need is a for-profit corporate ownership, so then you can have a much bigger farm. This is the guy who bought all this land. And there's a big struggle over whether the city should be giving him all these Einige lots. wollen aus diesen Urban Farming Projekten gewinnorientierte Unternehmen machen und dazu brauchst du größere Farmen. Hans bekam zwar nicht alles Land von der Stadt, was er haben wollte, aber doch einiges für einen Spottpreis. Und letzte Woche hat er verkündet, dass er für die Bepflanzung mit Bäumen 1500 Freiwillige braucht. Planting last weekend, and he says, I need 1,500 volunteers to plant my trees.
You're the guy who said all these little, community gardens are insufficient. What you need is corporate ownership who can provide jobs and economic growth. Asking for volunteer labor for your privately owned corporate farm. Dabei hat er das Land doch bekommen, um Jobs zu schaffen. Wir müssen die Graswurzelbewegungen stärken. Die Bürgerrechtsbewegung war auch keine zentralistische Bewegung. You have to build power at the grassroots first. That's how the civil rights movement emerged. There was never one central organization running the civil rights movement. Yeah. And we need to create a new dream. Problem is, people are still looking for a savior, either a new political leader or, again, Die Menschen suchen nach einem Retter, einer starken Führungsfigur. Ich sage nicht, dass eine Bürgerbewegung in Detroit gewinnen würde. Doch wenn du kritisch bist, kannst du in Detroit wie kaum in einer anderen Stadt all diese Widersprüche sehen. If you have a critical eye and you are very serious, you can clearly see the contradictions in Detroit in a way that maybe aren't so visible in some of these cities that looks like more people are still getting jobs. In Detroit, there's a very clear choice. Hier hast du eine klare Wahl. Das alte System ist tot. Es gibt ein neues Modell, das auf Gentrifizierung und Neoliberalismus basiert und ein alternatives Modell. Wir haben kein funktionierendes neues System parat, nur eine Vision und neue Beispiele dafür. Könntest du ein paar Beispiele dafür nennen? So they're all about local. Self-reliance. Es geht uns um Projekte auf lokaler, selbstverwalteter Basis. Du kannst diesen Ansatz in den Bewegungen rund um Urban Farming, Urban Arts und Arbeitsgenossenschaften beobachten. Und die Beziehung, die sie zueinander aufbauen, ist nirgendwo sonst so sichtbar wie in Detroit. You see that vision, that philosophical vision, the relationship building and the kind of political struggle all coming together in ways that aren't necessarily apparent in even some of the big protest movements you see elsewhere. Heute ist es endlich soweit. Das Movement startet durch. 3 Tage Nonstop-Beschallung des Ufers am Detroit River. Man kann es sich wie eine kleine, stationäre Version von Love Parade vorstellen. Aber an dieser Party gibt es hier nichts Schrilles, nichts Ausgeflipptes. Techno-Raves und Partys standen ja mal für Euphorie, exzessive Tänze und viel Schweiß. Davon ist auf dem Movement Festival wenig zu spüren. Dafür gibt es aber zahlreiche Fastfood- und Modeaccessoire-Verkaufsstände. Bei diesem Spektakel wirkt Techno, der schon 25 Jahre existiert, auf mich sehr gealtert. Und so originell wie, sagen wir mal, Rockmusik. Irgendwie ziellos wandern die Besucher von einer Bühne zu der anderen und in der Mitte des Hart Plaza verschmilzt dann der Sound aller Bühnen zu einer kakophonischen Symphonie. Die Underground Resistance Liveband Timeline spielt auf der gigantischen Hauptbühne. Mike Banks spielt heute ganz unmaskiert. Etwa 2/3 der Bühnenfassade ist mit dem Logo einer der Hauptsponsoren bedeckt. Movement Festival, it's now, an institution in Detroit, techno institution. There's also Das Movement Festival ist inzwischen eine Institution. Vor seinen Eingängen versammeln sich aber auch Straßenmusiker, die so spielen, als ob sie im Wettbewerb mit der überlauten Musik des Festivals stünden. Auch das ist charakteristisch für Detroit. Hey, wir haben zwar nur unsere Hände und Trommeln, aber wir spielen uns die Seele aus dem Leib. And this is also Detroit. We don't care. We just have our hands on the drums. We're going to kick their ass by doing what we do. Techno had this potential to become something like a very cool, futuristic African-American. Techno hatte das Potenzial, eine coole, futuristische afroamerikanische Musikbewegung zu werden. Aber in einer Stadt, die so stark von Soul und Motown dominiert war, hat es keinen Fuß fassen können.
far out. There should have been more people in African America. Die Afroamerikaner hätten sich mehr darauf stürzen müssen. They didn't. I mean, they didn't. And they would have to get a direct respect from the soul, elite, or at least, let's say, from George Clinton, or somebody from the funk posse, Am Ende meines Detroit-Aufenthaltes treffe ich noch einmal auf Mike Banks. Nein, an unserer Abmachung hält er sich nicht. Aufzeichnen darf ich wieder nicht. Mike hat Angst, dass ich ihm etwas wegnehme. Seine Geschichten. Walter hat mich am Tag durch die Westside gefahren. Nun zeigt mir Mike die Eastside bei Nacht. In einer Mischung aus Vortrag und Monolog erzählte mir von den Orten, an denen Detroit gescheitert ist. Straßen, auf denen sich nur Liquor-Stores, Kirchen und Bestattungsunternehmen abwechselnd aneinanderreihen. Meilenlang. Marode Müllverbrennungsanlagen, die ganze Viertel mit Gestank verpesten, Orte, an denen Schusswaffen verkauft werden, Methadonvergabestellen, ausgebrannte Schulen, ehemalige Sportplätze, die Industrieanlagen weichen mussten und reiche Vorstädte, die direkt daran angrenzen. Viele von diesen Orten sind Plätze, an die ihn einst sein Vater gebracht hat. Und ein bisschen so wirkt auch Banks auf mich, in seine Vater- und Lehrerrolle aufgehend. Mike ist mit den Schattenseiten des American Dreams aufgewachsen. Das ist seine Welt. Hier kennt er sich aus. Lichtjahre von all dem Strukturwandel der Stadt entfernt. Mehr und mehr fühle ich mich wie in einer dieser düsteren amerikanischen Hardboiled-Krimis à la James Ellroy. Der einzige Ausweg aus dieser bedrückenden Welt ist, sagt Banks, sich selbst durch Musik, Kunst und Sport wiederzufinden. Und was hält er von Detroit heute? Er fürchtet die Gentrifizierung und hat Angst, von ihr überrollt zu werden. Er wirkt bitter, wenn er über die Urban Farmers spricht und über die Outdoor-Kunstprojekte der Stadt. Kinderkunst nennt er sie, naiv und ohne Bezug zur Realität Detroits, wie er sie kennt. Mike steht auf dunkle Kunst, wie Designer, die vom urbanen Existenzkampf handelt. Well, I think Mike Banks has, it's not an unusual attitude about, newcomers coming to the city and creating urban farms or artists and other, creative people. And Mike, and others who've been in Detroit for years and years. Mike Banks' ablehnende Haltung gegenüber Neu-Detroitern ist nichts Ungewöhnliches. Mike und andere eingesessene Detroiter verstehen dieses Phänomen der Urban Farming Projekte und all dieser Künstler nicht. Und da ist wieder seine Haltung. Er widersetzt sich dem Ganzen. Whatever he was resisting in 1989, 1990. He's built a wall around himself and around the project, around Underground Resistance and around Submerge. And it served him well. Er hat eine Mauer um sich und Underground Resistance gebaut. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, Mike Auszeichnung für seine künstlerische Arbeit zu verleihen, aber ich fürchte, auch dem würde er sich widersetzen. Lifetime achievements and all that stuff. But this is not going to happen. My point is, he's resisting that too. Maybe this history is written. Maybe when everyone is dead and gone, all of us, including us now, when somebody. Vielleicht wird Mike Banks einst in die Geschichte eingehen als jemand, der allem widerstanden hat. Egal was. No matter what came up, he resisted it. But for which sake? Because resisting to big major companies. Aber um welchen Preis? Gegenüber großen Musikkonzernen verstehe ich das ja noch. Aber sich einem Strukturwandel zu versperren, anstatt ihn mitzugestalten, der so evident ist, wirkt auf mich irgendwie pathologisch, als ob er sich selbst im Wege ist. You call it for what it is. I find this is a motive of depression, that you becoming your own obstacle. I don't know if he called himself mad, Mike. So look, again, let's not fall into our own, the trap about overanalyzing. Wahrscheinlich nennt er sich deshalb Mad Mike, aber lass uns nicht in unsere eigene Falle treten und es überanalysieren. He's already been fighting this fight and resisting and doing this shit in the trenches and battling himself and battling the world, and Detroit is crushing him, and he's holding up, trying to break through the crushing weight of the city. Bevor ich nach Berlin abreise, mache ich noch eine letzte Stadttour mit Walter. In der Nähe des Lincoln Street Art Parks, einer weiteren Künstleroase, schlendern wir an den Zuggleisen entlang. Who would be
for Mike Bag's standard, the right person to move into Detroit? What would this person need to bring, like from an attitude, or what this person would need to do for the city, to get acknowledged by him? Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, was für ein Typ von Mensch Mike Banks in Detroit willkommen heißen würde. You know, I can't think of anybody. I don't know. Just, you know, I don't know. Das ist nicht leicht. It's hard, yeah. Yeah, it's hard. Mike is just kind of. This is some guys over here bought this place. They call it Destroy Compound. Oh, okay. And there's some like noise musicians guys, yeah? and they do like noise audio. No, I have to take it because it's urban gardening destroyed. Die Leute, die hier drüben hingezogen sind, das sind Noise-Musiker. Sie nennen ihren Sitz Destroy Compound. Warte mal, das sind ja 3 Dinge in einem. Urban Gardening, Zerstörung und Lärm. It's called Ape Technology. Well, the guy that started the group, he bought a building here, a guy named Chip Flynn. It's like this techno hippies, like they created a scene over there, and it's called like Audio Research Lab, and this like their collective, and they're musicians, they have visual artists, they make their own gear, so they're kind of makers. Maybe Mike would like this. Mike would like these guys. Okay, so maybe we found somebody that Mike would like. Yeah. Das sind Hightech-Typen, Techno-Punks. Sie hassen Menschen. Ja, ich denke, Mike sollte sie eigentlich mögen. Also haben wir endlich jemanden für Mike gefunden. Robotic vehicles that they're controlled by remote. High-tech chaos kids. High-tech maker techno punks. You know, they're techno punks too. Yeah. So you know, Mike should like them. Yeah. But they do urban gardening, man. This big minus, man. Aber sie betreiben Urban Gardening. Das ist ein Riesenminus. I mean, this hate is a part of it. So there's sort of a hate motif, a hate. So hate. So they're people haters. They're people haters. Sie hassen Menschen, sind laut und destruktiv. Ich denke, Mike sollte sie unter Vertrag nehmen. They're loud as fuck. They're like really. They're noisy. They're destructive. It's maybe this is Mike Banks' thing. They should be recording. Putting them on Submerge. Put them on. Sign them up. Should have sign them up. Sign them up. Yeah, but I should have met them as well. Yeah, I mean that's their. Sorry about that. Yeah, next time noise from Detroit. It's a whole thing. Nächstes Mal, wenn ich nach Detroit komme, geht es dann vielleicht nicht mehr um Aufbau, sondern um Zerstörung. Destroy Detroit. That would be misinterpreted by your editor. Detroit Enterprise. Feature von Sebastian Meissner. Mit Walter Wasatch, Gary Zimnitsky, John Collins, Maurice Hurd, Pablo T. Lohman, Scott Kurashige, Zach Paschak, Abe Kadushin. Sowie Kai Bartholomäus Schulze, Robert Frank, Martin Engler, Jan-Frederik Schrickel und Hans-Eckart. Realisation und Komposition Sebastian Meissner. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014.